Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen jetzt unsere brandneue Computersteuerung Mive Go vorstellen. Eines kann ich Ihnen schon vorab versprechen. Wenn Sie Ihr Smartphone mögen, werden Sie die Mive Go lieben. Sie ist nämlich ebenso kinderleicht zu bedienen und unterstützt Sie mit zahlreichen intelligenten Funktionen. Bevor wir aber das alles einmal ausprobieren, müssen Sie noch eines wissen. Die Mive Go ist für unterschiedliche Anwender mit unterschiedlichem Wissen und Aufgaben ausgelegt. Deshalb haben wir verschiedene Nutzerprofile angelegt, wie zum Beispiel den Easy-Modus für die tägliche Arbeit in der Filiale. Der Easy-Modus ist genau auf die Bedürfnisse des Ladenpersonals zugeschnitten und führt diese auf direktem Weg unkompliziert durch alle Prozessschritte. Für den Bäcker oder Backtechnologen gibt es den Profi-Modus. Hier erhält der Bäcker alle wichtigen Informationen beim Backen, kann Einstellungen vornehmen und Backprogramme bearbeiten. Das dritte Profil ist der Admin-Modus, maßgeschneidert für die Betriebs-ITler und die Netzwerktechnik. Und dann gibt es da noch den Service-Modus. Der ist wohl für wen? Na? Genau, die Servicetechniker bestimmt. Hier kann allerlei Feintuning am Backofen vorgenommen werden. Aber das ist nun wirklich nichts für mich. Deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt den Easy-Modus erkunden. Ich habe hier schon ein paar Bleche mit leckeren Brötchen vorbereitet und die wollen wir jetzt gleich abbacken. Zuerst schalte ich einmal den Ofen ein. So, und nun sieht man hier als ersten von 5 Prozessschritten die Auswahlliste an hinterlegten Backprogrammen. Ich kann jetzt, wie bei meinem Smartphone, einfach auf- und abscrollen und das passende Backprogramm auswählen. Das war jetzt wirklich einfach. Aber was, wenn ich mir nicht sicher bin, was ich als nächstes machen muss? Dafür gibt es die praktische Hilfefunktion in Form dieses Fragezeichens. Jetzt bekomme ich die nächsten Arbeitsschritte angezeigt und eine kurze Erklärung der Schaltflächen auf dem Display. Also nochmal, das Backprogramm ist ausgewählt und jetzt muss ich mit der Weiter-Schaltfläche zum nächsten Prozessschritt gehen. Der Backofen heizt jetzt vor. Das erkenne ich an dieser kleinen hübschen Thermometer-Animation. Daneben zeigt die Mive Go auch die verbleibende Aufheizzeit an. Das ist praktisch, weil ich jetzt zwischendurch noch einige andere nützliche Dinge erledigen kann. Jetzt ist die Backtemperatur erreicht und auf dem Display hat sich einiges verändert. Das Thermometer steht jetzt still, heizt also nicht mehr auf. Außerdem hat die Anzeige die Farbe geändert. Sie strahlt jetzt ganz in Gelb. Immer wenn die Anzeige auf Gelb schaltet, bedeutet das für mich als Anwender, dass ich etwas machen muss, damit der Prozess weitergehen kann. Was das ist, zeigt mir diese kleine Animation hier an. Ich muss die Bleche einschieben. Die Uhrzeit steht jetzt übrigens nicht auf 0, sondern zeigt mir vorab schon die Backdauer an. Also gut, schieben wir die Bleche ein. So, erledigt. Für den Start des dritten Prozessschritts muss ich jetzt nur noch die Ofentüre schließen. Das Backprogramm startet automatisch. Die Displaydarstellung ist wieder weiß. Ich muss ja jetzt erst einmal nichts machen. Wir sehen eine Abbildung unserer Backware sowie die verbleibende Restbackzeit. Mit einem Fingerwisch kann ich auf die Temperaturanzeige umschalten. Hier die Soll- und die Ist-Temperatur. Oder die große Restzeitanzeige aktivieren, wenn ich etwas weiter weg vom Ofen zu tun habe. Oder damit die Kunden im Laden sofort sehen können, wann sie meine leckeren Brötchen mit nach Hause nehmen können. Wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder. Sie hören es schon. Ich kann es bereits riechen. Da kriege ich jetzt aber richtig Hunger. Und hier können Sie es auch sehen. Das Display der Mive Go zeigt das Backende an. Jetzt wieder in Gelb. Und das bedeutet? Genau, ich bin wieder gefragt, etwas zu unternehmen.
Netterweise wird mir das auch gleich angezeigt. Die Bleche müssen raus. Okay, noch schnell einen Handschuh überziehen und raus damit. Sobald ich die Türe schließe, schaltet die MiVoGo zurück in den ersten Prozessschritt und ich kann erneut ein Backprogramm auswählen und die nächste Charge abbacken. Na, das war doch wirklich easy. Habe ich zu viel versprochen? Natürlich kann man mit der MiVoGo noch viele andere sinnvolle Dinge tun, aber das schauen wir uns in einem anderen Video hier in unserem Miwe TV-Kanal an. Doch eine nützliche Funktion, die mir besonders gut gefällt, möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Sicher kennen Sie alle die Wand mit den vielen kleinen Zetteln mit unzähligen Anweisungen und guten Ratschlägen. Damit räumt die MiVoGo jetzt auf. Wir haben jedem Backprogramm einen Infoschalter zugeordnet. Ein kurzer Fingertipp und ich bekomme alle Informationen angezeigt, die ich über das Produkt und seine Zubereitung wissen muss. Das ist besonders für fachfremde Aushilfskräfte hilfreich. Die einzelnen Arbeitsschritte vor und nach dem Backen. Außerdem gibt es hier Infos über die Anzahl und Belegung der Bleche oder, auch sehr nützlich, eine Liste mit den Zutaten des Produkts, stets parat für die schnelle Auskunft an die Kunden. Wenn Sie mehr über die MiVoGo und den Easy-Modus erfahren möchten, folgen Sie mir doch einfach zu unserem Video MiVoGo, der Easy-Modus. Und falls Sie Ihre bestehende Miwe TC mit Glas-Display auf die neue MiVoGo upgraden wollen, rufen Sie uns an oder sprechen Sie mit Ihrem Miwe-Service. So, das habe ich mir jetzt aber verdient. Und tschüss, bis zum nächsten Video.